Wie organisiere ich perfekt jeden Winkel eines Wohnmobils? Wir stecken mitten in der Arbeit und befinden uns in den letzten Zügen vom V330 von Axel und Colette. Am Ende folgt noch mein persönliches Highlight, denn ich darf ein paar optische Akzente setzen, bevor wir dann die 2 Gewinner überraschen. Alltagsgegenstände wie zum Beispiel Handtücher kann man auch richtig schön zum Dekorieren nehmen. Ich rolle sie dann zum Beispiel ganz gerne ein und dann kann man sie schön dekorativ hier zum Beispiel in so ein Regal einsortieren. Eine weitere Sache, die ich hier entdeckt habe, waren ganz viele verschiedene Wäscheklammern. Deswegen habe ich die einmal alle rausgeschmissen und habe Colette und Axel jetzt solche aus Holz mitgebracht. Die sehen einfach ruhiger aus, finde ich, passen super schön hier auch zu dem Carrado Interior und ja, tun genauso den gleichen Job. Eine weitere Fläche, die man hier richtig schön nutzen kann, ist diese Seite. Gerade für Dinge, die man mal schnell mitnehmen oder aufsetzen muss, wenn man zur Tür rausgeht. Und was braucht man da zum Beispiel? Sonnenbrillen oder Lesebrillen, wenn man draußen ein bisschen entspannt was lesen möchte. Und dafür habe ich diese Organizer mitgebracht. Die können wir auch wieder kleben und sitzen bombenfest hier dran und wir können die Sachen direkt einsortieren. Sehr schön. Sieht das nicht stylisch aus und es ist auch noch praktisch. 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber jetzt habe ich noch 2 tolle Carrado-Gadgets. Und zwar haben wir nämlich hier einmal den Regenschirm und der liegt nicht einfach so rum, sondern der hat hier schon direkt eine kleine Halterung. Die können wir nämlich jetzt hier befestigen. Perfekt. Yay! Und damit hier noch ein bisschen mehr Carrado einzieht und hier auch der Boden immer schön sauber bleibt, gibt es noch einen kleinen Teppich für den Eingangsbereich. Home Sweet Home. Das ist es jetzt wirklich für Colette und Axel. Schön. Als nächstes geht es in den Schlafbereich, denn da habe ich auch noch ein paar Sachen. Als nächstes haben wir hier bereits richtig schöne Haken und dafür gibt es kleine stylische Körbe. Da kann man dann alles Mögliche reinmachen, vielleicht noch mal so die Abendlektüre, bisschen Kleinstkram, vielleicht noch irgendwie das Handy, ein paar Kabel, je nachdem, wofür man die nutzen möchte. Und deswegen kriegt sowohl Colette einen und Axel einen. Die Bettdecke ist ja an sich ganz schön, aber hier passiert schon ziemlich viel in diesem kleinen Raum, auch gerade durch die Fototapete da hinten. Außerdem ist es immer schön, verschiedene Haptiken zu haben. Deswegen beziehen wir die neu. Wir machen das einerseits hier wie im Hotel. Da wird schön das Ende nach unten reingetackt, damit wir gut an die Schränke unten drunter dran kommen. Und was darf natürlich nie fehlen? Ein unterschiedlicher Mix an Haptiken. Das heißt, wir haben hier einerseits den Samt mit Streifen. Wir haben hier eine kuscheligere Decke. Und hier haben wir schön dieses Glatte, was auch ein bisschen kühlt in der Nacht. Und damit haben wir einen richtig schönen Mix. Und gerade so ein Mix macht es dann besonders gemütlich. Ja. Ich glaube, wir haben es jetzt wirklich geschafft. Jede Ecke wurde einmal angefasst. Wir haben jedes einzelne Teil hier rausgeräumt und alles wieder rein organisiert. Jetzt ist es langsam Zeit, damit ich diese Überraschung Axel und Colette zeigen kann. Ich bin schon richtig gespannt, was sie davon denken werden. Aber ich glaube, vielleicht sind sie das da vorne schon. Ich gehe mal gucken. Hallo Isabella. Hallo, wie geht's euch? Ja, ganz nervös. gut soweit. Ha? Ja, sehr gespannt. Ja, weil wie waren denn die letzten Stunden für euch? Was ging euch denn so durch den Kopf? Also ich hatte Mitleid mit dir und dachte wirklich, oh je, das wird ja wirklich eine Aufgabe, eine Herausforderung sozusagen. Okay, wollen wir uns das Ganze mal anschauen? Ja, gerne. Ja, okay. Ja. Dann würde ich sagen, bevor wir reingehen, starten wir doch mal klein mit der Garage, ja? Ja, okay, das sind wir gespannt. Ihr habt ja schon wirklich richtig gute Vorarbeit geleistet, denn wie ihr die Fahrräder und eure Campingstühle da untergebracht habt, war der absolute Wahnsinn.
Wir haben hier ein paar kleine Adjustments gemacht. Es gibt jetzt stattdessen eine große Toolbox hier unten. Ne? Ja. Da könnten wir nämlich wirklich noch den Platz damit ausnutzen. Und statt dem großen Wasserschlauch gibt es so einen Schrägschlauch. Der spart uns nämlich auch noch mal ein kleines bisschen Platz. Und natürlich, ich weiß, das Thema Reinigung darf ja trotzdem nicht fehlen, haben wir einen kleinen Wischmopp jetzt. Das heißt, da haben wir verschiedene Aufsätze und eine Stange, die wir zusammenstecken können. Dann haben wir nicht mehr diese große, die dann sozusagen da unten drunter klemmt. Super. Das ist Sondern das toll. ist Ja. alles ein bisschen reduzierter. Ne? Und ihr habt das ja schon ganz toll gemacht hier mit dem Sack an der Innenseite. Aber da haben wir noch ein bisschen Platz. Das ist schnell rein und rausgeräumt. Und dann haben wir da noch mal ein bisschen extra Ja. Stauraum. Okay, Ja. dann gehen wir doch mal rein, ja? Ja. Gut. So. Okay, bin schon ein bisschen nervös. Hereinspazieren. Ja. Bitteschön. Oh, danke. Ei, toller Teppich. Mensch, ist ja klasse. So. Home sweet home, meine Lieben. Ich habe schon Hereinspazieren. einiges entdeckt. Ja, da ist schon einiges hier passiert. Vielleicht habt ihr es gesehen, wenn man hier reinkommt. Ich habe euch hier so kleine Sachen für eure Brillen, Ja. Sonnenbrillen Ja, super. gemacht, ne? Wenn ihr rein oder Colette rauslauft. sucht die Ne? nämlich immer, wenn wir irgendwo hin wollen und auf den Strand. Ich brauche noch meine Sonnenbrille. Genau. Wo ist die wieder? Jetzt haben sie einen festen Ja, Platz ja, und du wirst sie super. sofort wiederfinden. Ne? Wir haben euch hier ein kleines Gewürzregal gemacht. Oh, schön. Ja, dann ist alles schön griffbereit. Ein paar einheitliche Handtücher. Ihr habt hier auch noch mal was. Das heißt, die feuchten Sachen können hier drin bleiben. Und ihr Das könnt ist ja toll. trotzdem Das ist eine tolle Idee. das Ganze Ja. komplett wieder öffnen und schließen. Ja. Hier oben ist einiges passiert. Willst du mal den da drüben aufmachen? Ja, klar. Tada! Schaut mal. Alles passgenau. Und schau mal da oben rein. Da habe ich dir noch so eine Zipbeutel reingemacht. Genau, guck dir die mal an. Ah, klasse. Das ist ja toll. Die mag nämlich Colette. Deshalb haben wir die immer von Weihnachten einen großen Vorrat immer gekauft. Und da bleiben die auf alle Fälle auch richtig schön frisch drin. Ja. Das kann man Ja. schön luftdicht verschließen. Also da bin ich echt begeistert. Toll. Dann machen wir doch gleich weiter, wo ihr hier steht. Ja. So, einmal. Sogar die Hausmeisterschlüssel zu Hause. Ja, ich habe mich dann gefragt, was ihr mit den ganzen Schlüsseln macht. Da sind die von unserer Tochter dran und von unserem Mäuschen. Ne? Ja, und von den Fahrrädern. So. Also, endlich wieder Ordnung in der Schublade. Als nächstes haben wir hier noch den Vorratsschrank. Wir haben uns deiner Technik bedient, Axel, und haben ein weiteres Brett eingezogen. Wir haben ein bisschen mehr Stauraum für die Töpfe und Pfannen und alles. Ja. Ihr hattet einen relativ großen Vorrat, so ein bisschen so an Küchenzubehör. Und auf der anderen Seite alles an Cappuccino und Kaffee. Dann darfst du einmal da drüben den Schrank aufmachen. Das ist eure mobile Reiseapotheke. Weil vorher war das so ein bisschen, da war ein bisschen Nahrungsergänzung hier oben, ein bisschen Medizin hier, ein bisschen Tabletten da. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen hier einmal einen, wo wirklich Nahrungsergänzung oben ist und dann eben wirklich die medizinischen Sachen, dann sind die separat von den anderen Sachen. Und gerade hier unten vielleicht noch mal ein bisschen mehr Wärme geschützt als vielleicht hier oben in den Schränken, ne? Weil gerade wenn die hier Sonne sicher. raufknallt. Weil wir Ne? haben das jetzt im Winter gemerkt, jetzt gerade, dass doch hier der Schrank natürlich warm wird. Und da ist das natürlich viel, viel geschickter. Ne? Weiteren Stauraum haben wir natürlich hier. Ja. Und da sind wir im gleichen Stil geblieben. Wir haben kleine Abteile, Platz nochmal für eure Laptops und alles. Aber wir haben es alles schön einheitlich fürs Auge. Ne? Schön. So, dann lasst uns doch mal da drüben schauen. Okay. So, dann wollen wir doch mal schauen, wie du es gesagt hast. Ihr seid Winter und Sommer unterwegs. Ihr habt einiges an Kleidungsstücken gehabt. Ja. Magst du vielleicht mal die Schränke aufmachen? Ja,
Ja. Gut. Wir haben einheitliche Kleiderbügel Ja, das ist toll. Und sehr leichte, das ist auch schön. Ja. und vor allen Dingen sehr schmal. Also Ja, wir können ja, wirklich ja. viel Toll. mehr Kleidung jetzt aufhängen. Ja, ja. Aber der Großteil eurer Kleidung Ja, ist jetzt da oben drin. Magst du mir die mal aufmachen? ja klar. Kein Thema. Oh, Und beschriftet. Also wir mussten wirklich Ganz gar nicht toll. mehr so viele Sachen vakuumisieren, weil wir da jetzt wirklich so viel Platz geschaffen haben. Ja. Alles schön wegsortiert. ja. Bin gespannt, wenn ihr euch da mal so ein bisschen durchwuselt Ja. durch eure Kleidung. Ne? Dann fehlt noch das Badezimmer. So, komm mal mit hier rüber. So. Tada! Hey, das ist ja toll. Ich sehe Ganzen schon. Zahnbürsten sortiert. Wir müssen hier so ein bisschen unseren Platz hier nutzen, den wir haben. Und hier kommen wir uns auch beim Waschen nie so wirklich in den Weg. Ne? Das heißt, wenn das hier an der Seite hängt, Ja, super. na, Ja, wir haben so und wieder ein schönes Körbchen. Körbchen. Aber im Schrank ist natürlich auch was passiert. Tada! Oi, oi. Ach, super. Alle deine Schminksachen Oh, hier. toll. Schön. Toll organisiert. Klasse. Schön. Ha, das wär's mit eurer kleinen Tour. Ach, meine Ja. Liebe. Also das war super. Seid ihr happy? Wir sind Ja, doch. begeistert. Ja? Lass dich drücken. Oh, das freut mich so. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen, Danke vielen für Dank. euer Vertrauen. Ja, Toll. Ah, seid ihr happy, ja? doch. Also es ist so super gemacht mit Ideen. Ja. Wäre ich nie drauf gekommen. Ja, Toll. ganz Ja. toll. Wo geht's als nächstes hin? Wahrscheinlich nach Spanien. Sehr schön. Vielleicht der treffen wir Knobel uns noch. ja mal wieder auf einem dieser Campingplätze, meine Lieben. Ja. Ja? Dann wünsche ich euch alles Gute, ja? Ja, Genießt also. die Zeit. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Gerne, ciao. Komm gut nach Hause. Danke. Wir sind ja schon da. Also ich finde es wahnsinnig gut. Ich hätte nicht gedacht, dass man da so viel draus machen kann, dass der Stauraum einfach besser genutzt wird und das nicht so ein Provisorium ist, was man jahrelang hat. Und jetzt hat das richtig System. Also unsere Erwartung wird weit übertroffen. Wir freuen uns wirklich. Hat sie super gemacht. Ich denke, das ganze Körbchensystem und auch das Regalsystem zum Rausziehen, das ist einfach eine super Idee. Also bei unserer nächsten Reise ist sicher alles besser organisiert und wir kommen viel besser an die Sachen ran. Und es ist einfach jetzt mit viel mehr System alles geordnet. Ich denke, wir tun uns dann leichter. Ja. Glückliche Gewinner. Dann bin auch ich glücklich. Das war's auch schon mit der zweiten Staffel von Einfach clever organisieren. Ich hoffe, euch hat das Endergebnis genauso gut gefallen wie Axel und Colette. Kommentiert doch einfach gerne, was euch am besten gefallen hat. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.